Zeit! Nachhaltigkeit ist, wenn man benutzt nur, was man braucht. Nachhaltigkeit ist die Inspiration, unsere Welt zu retten. Nachhaltigkeit ist unsere Zukunft. Nachhaltigkeit ist groß, wichtig und es gibt Leute manchmal Angst. Aber wir müssen nicht heute die Welt retten. Wir können klein anfangen. Und wenn alle zusammen kleine Schritte machen, können wir echte Änderungen machen. Zum Beispiel gibt es das junge Mädchen Greta Thunberg. Sie hat allein vor den Treppen von dem schwedischen Riksdag begonnen und jetzt hat sie mehr als 1 Million Menschen inspiriert und echten Fortschritt in Regierungen gemacht. Geschichte wie Greta's, ein Mädchen nur so alt wie uns, haben uns inspiriert. Deshalb haben wir in dem Goethe Institut Our Sustainable Future Projekt teilgenommen. Wir haben uns die Probleme in unserer Schule und unserem Club angesehen. In vergangener Zeit hatte unser Deutschclub immer viele Plastikprodukte benutzt. Wir kauften immer mehr Essen als wir brauchten und immer viele Flugblätter ausgedruckt. Wir sind viele Male mit einem Bus zu Ausflügen gefahren, wenn wir auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können konnten. Als wir mehr über Nachhaltigkeit gelernt haben, hatten wir einen Durchbruch. Wir haben gemerkt, dass wir eine wichtige Änderung in unserem Club machen konnten. Deshalb haben wir das 12. Vereinten Nationen Nachhaltigkeitsziel verantwortungsvoller Konsum- und Produktionsmuster gewählt. Und dann vielleicht können wir andere Menschen und Clubs inspirieren und unsere Gemeinde ein bisschen nachhaltiger machen. Zuerst wollten wir mit den anderen Menschen der Stadt und Schule sprechen. Wir haben Ideen von unseren Lehrern gesammelt, von Philosophie zu Biologie, Naturwissenschaft zu Geschichte, Englisch zu Deutsch. Wir haben das Thema von vielen Strategien und Perspektiven untersucht. Dann haben wir unsere 3 Ziele gewählt. Erstens, begrenzen wir unseren eigenen Abfall, Papier, Essen und besonders Plastik. Und wenn wir Müll produzieren mussten, würden wir die richtige Abfallentsorgung haben. Um unser erstes Ziel zu schaffen, haben wir ein nachhaltiger Oktoberfest geplant. Wir haben mit anderen Clubs gearbeitet und eine Abfallentsorgung für Abfallverwertung und Kompostieren gemacht. Wir haben Nachfüllungsplätze für Wasserflaschen auch aufgebaut. Für unser Milch- und Kekse-Film-Event haben wir Becher gesammelt, deshalb wir keine Plastik- oder Papiertassen benutzen müssen. Dann haben wir die Becher in unsere Schule gesteckt, damit andere Studenten und Lehrer sie benutzen können. Zweitens, benutzen wir immer nachhaltiger Transport. Wenn ein Event in der Nähe wäre, würden wir zusammen laufen, Radfahren oder an einer Fahrgemeinschaft teilnehmen. Und wenn es weiter weg ist und es möglich wäre, würden wir mit öffentlichen Transportmitteln wie mit dem Zug fahren. Um unser zweites Ziel zu schaffen, sind wir mit der Bahn für unser Hollywood-Film-Ausflug gefahren. Wenn wir das nicht für andere Ausflüge machen konnten, haben wir interaktiven Spiele geplant, damit Leute mehr über Nachhaltigkeit lernen konnten. Für den Eddie Hudicke-Konzert und auch für Carolyn bei einem Altersheim sind wir zusammen gelaufen oder Rad gefahren. Drittens, schärfen wir Bewusstsein für unseren Plan schaffen. Wenn alle zusammenarbeiten, geht es immer besser. Wir werden Videos produzieren, Zeitungsreporten planen und mit den Nachrichtenschreibern unserer Stadt sprechen. Um unser drittes Ziel zu schaffen, haben wir unsere Stimme benutzt. Wir haben ein YouTube-Videos namens Wie man jedes Event nachhaltig machen kann produziert, das jetzt mehr als 200 Aussichten hat. Wir haben auch ein Kreidetag-Event geplant, wo Studenten Kreidebilder über Nachhaltigkeit gezeichnet haben. Wir haben schon mit der lokalen Zeitung gesprochen für eine Reportage, die sie machen wollen. Es gibt noch viel, was wir tun können, und deswegen haben wir noch viele Pläne für die Zukunft. Wir feiern die kleinen Erfolge, die wir schon durch diese Aktionen erreicht haben, weil wir viel in unserem Club, unserer Gesellschaft und auch an uns selbst verändert haben. Zusammen können wir die Welt ändern.